Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute zeige ich euch ketogene und gleichzeitig auch vegane, gesunde Wraps, die vollständig ohne Kohlenhydrate auskommen und eigentlich nur aus 2 Zutaten bestehen. Und zwar geschroteten Leinsamen und Wasser, abgesehen natürlich von dem Salz und Pfeffer, mit dem man die Wraps noch würzen könnte. Da die immensen Mengen an Kohlenhydraten und Zucker, die wir in der heutigen Zeit verspeisen, so schädlich für uns sind und viele Krankheiten verursachen, ist es notwendig, eine kohlenhydrat- und zuckerarme Ernährung zu pflegen. Und mit diesem Rezept will ich euch zeigen, wie einfach man kohlenhydratfreie Wraps herstellen kann und die man auch gleichzeitig als Fladenbrot benutzen kann. Wie schon gesagt, benötigen wir dazu ausschließlich Leinsamen und Wasser. Hier sehen wir die goldenen Leinsamen. Die würden jetzt, wenn man sie ausschließlich für diesen Wrap benutzen würde, sehr viel schöner aussehen. Dann würde das Fladenbrot eben eine hellere Farbe bekommen, denn das Auge ist ja mit. Und wer das gerne machen möchte, könnte ausschließlich diese goldenen benutzen. Ich hatte sie aber jetzt hier zur Hälfte nur benutzt, weil sie etwas teurer sind als die dunklen Leinsamen, weshalb ich für dieses Rezept eben 1:1 dieser Leinsamen benutzt hatte. Die Leinsamen sollten natürlich von Bioqualität sein und man sollte sie im ganzen Zustand kaufen und dann selber zu Hause vermahlen. Es gibt zwar auch schon geschrotete Leinsamen zu kaufen, das würde ich aber auf gar keinen Fall empfehlen zu tun. Da die hochwertigen Omega-3-Fettsäuren darin äußerst oxidationsempfindlich sind, sollte man die Leinsamen immer kurz vor dem Verzehr erst selber mahlen. Sobald wir die Leinsamen dann fertig in einer Kaffeemühle vermahlen haben, kommen die geschroteten Leinsamen in eine Schüssel und dann werden wir diese hier jetzt vermischen mit den goldenen geschroteten Leinsamen. Wer mag, kann dann noch Himalaya-Salz und etwas frisch gestoßenen Pfeffer hinzugeben, einfach als Gewürz für diese Wraps. Das hatte ich hier in dem Fall auch getan. Nochmal alles kurz vermischen und dann geben wir die gleiche Menge an ganz heißem oder möglichst kochendem Wasser hinzu. Ich habe jetzt hier mein selber destilliertes Wasser natürlich wieder dafür verwendet, welches ich wie immer vorher durch Verwirbelung und durch die Schunkelsteine belebt habe. Für die Tasse Leinsamen hatte ich allerdings nicht eine ganze Tasse Wasser genommen, sondern etwa eine 3/4 Tasse Wasser, einfach aus Vorsicht, damit der Teig nicht zu nass wird. Und das hat sich als richtig erwiesen, deswegen möchte ich euch empfehlen, etwas weniger als eine Tasse Wasser für die gleiche Menge Leinsamen zu nehmen. Vor der Verarbeitung dieses Teigs sollte dann allerdings der Teig eine Weile ruhen und erstmal komplett erkalten. Dann kann man diese Bällchen daraus formen, wie wir das jetzt hier sehen. Und diese Kugel wird dann zwischen 2 Lagen Backpapier gelegt. Das ist ganz wichtig, anders könnte man sie sonst nicht ausrollen mit der Kuchenrolle. Und dann wird jetzt dieser Wrap hier oder das zukünftige Fladenbrot auf diese Weise jetzt mit der Kuchenrolle ausgerollt zwischen diesen beiden Lagen Backpapier. Und das ist eigentlich auch der einzige Nachteil an diesen Wraps, dass man sie eben zwischen 2 Lagen Backpapier ausrollen muss, weil es anders nicht gehen würde. Dafür aber haben sie immense Vorteile für unsere Gesundheit. Und die weitere Verarbeitung dieser gesunden Wraps geht dann ohne Probleme vonstatten. Um sie wirklich ganz rund zu bekommen, damit sie auch fürs Auge schön aussehen, werden wir jetzt einen Teller darauf legen und alles, was darüber steht, einfach mit dem Messer hier entfernen. Die Teigreste werden wir dann zur Seite geben und am Ende könnten wir dann noch eine weitere Kugel draus formen. Jetzt haben wir einen sehr schönen runden Teigfladen und jetzt wird er einfach auf diese Weise hier von dem Backpapier entfernt und auf die heiße, also vorgeheizte Pfanne gelegt. Und dann wird dieser Wrap einfach von beiden Seiten in der Pfanne gebacken. Und das geht auch wirklich ohne Probleme, da gibt es keine Schwierigkeiten dabei. Wir stellen auf diese Weise jetzt einfach einen Teigfladen nach dem anderen her. Die Wraps bekommen eine sehr schöne, biegsame Konstitution. Hier tun wir jetzt nochmal den nächsten Wrap ausrollen. Hier zeige ich euch einfach nochmal, wie ich das gemacht habe. Aber ansonsten ist das jetzt immer das Gleiche. Die einzige Schwierigkeit besteht, wie gesagt, einfach darin, den Teig zwischen den 2 Lagen Backpapier auszurollen und den möglichst rund zu bekommen. Und wie gesagt, dazu benutzt man dann einfach einen Teller. Und ansonsten, sobald er in die Pfanne kommt, ist er ganz leicht auszubacken. Da gibt es keine Schwierigkeiten mehr. Und die Konstitution ist am Ende eine sehr biegsame, sehr schöne und vor allem im Gegensatz zu herkömmlichem kohlenhydratbehafteten Fladenbrot behält dieses Fladenbrot seine schöne Beschaffenheit auch tagelang noch. Herkömmliches Fladenbrot aus Getreidemehl muss man frisch essen, weil es danach hart wird.
Das ist hier mit diesem Leinsamen-Fladenbrot nicht der Fall. Das bleibt gleichbleibend schön weich und biegsam in der Konsistenz, sodass man übrig gebliebene Wraps wunderbar im Kühlschrank aufbewahren kann, denn sie behalten ihre biegsame, flexible Beschaffenheit tagelang. Daher eignen sie sich wunderbar als Wraps, wie gesagt, aber ebenso als Fladenbrotersatz, um sie zum Beispiel mit einem indischen oder auch asiatischen Eintopfgericht zusammen zu verzehren. Aus einer Tasse Leinsamen habe ich hier jetzt 6 bis 8 Fladenbrote erstellen können. Und da die dunklen Leinsamen wirklich günstig zu erstehen sind, sollte es für niemanden hierzulande ein Problem darstellen, ab jetzt alle Rezepte, die mit solchen Wraps hergestellt werden, mit diesen günstigen und überaus gesunden Leinsamen-Wraps herzustellen, um auf diese Weise die ungesunden Kohlenhydrate zu vermeiden und die ketogene Ernährungsweise mehr und mehr in den täglichen Speiseplan zu integrieren. Denn Wissenschaftler haben herausgefunden, dass eine kohlenhydratarme und zugleich extrem fettreiche Ernährung dazu beitragen kann, das Wachstum von Krebszellen zu hemmen. Was die Fette betrifft, so sollten diese natürlich gesunde Fette sein, wie zum Beispiel gesättigte Fettsäuren von Bio-Tieren oder von Kokosöl, aber ebenso die wichtigen Omega-3-Fettsäuren, die hier in diesem Leinsamen in großen Mengen vorhanden sind, und der Leinsamen gilt als die Pflanze mit dem höchsten Anteil an Omega-3-Fettsäuren und verfügt darüber hinaus über einen hohen Anteil an Lignanen und Ballaststoffen, die das Risiko einer Brustkrebserkrankung senken können. Für diese gesunden Wraps habe ich hier jetzt meinen köstlichen Cashew-Dip verwendet. Mein Video zu dieser herrlichen veganen Sahne werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Ansonsten hatte ich hier, wie wir gerade gesehen haben, frische, leckere Biokräuter verwendet, Gemüse aus Biohaltung, selbstgezogene frische Mungobohnensprossen. Das macht diese Wraps so überaus gesund, aber ebenso köstlich. Mashallah. Ja, und als eine signifikante Quelle für Omega-3-Fettsäuren reduzieren die Leinsamen das Risiko an Brustkrebs zu erkranken, indem sie Entzündungsprozesse regulieren und die Teilungsbereitschaft der Krebszellen verringern. Frische Leinsamen enthalten zudem große Mengen an Ballaststoffen, von denen schon lange angenommen wird, dass sie seien wichtig bei der Prävention von Darm- und Brustkrebs. Aufgrund des hohen Ballaststoffgehalts, der bei 34% beim Leinsamen liegt, gehen mit dem regelmäßigen Verzehr von Leinsamen viele gesundheitliche Vorteile einher, die man generell den Ballaststoffen zuschreibt, zum Beispiel die Reduzierung von Herz-Kreislauf-Problemen, Senkung des Krebsrisikos, vermindertes Hungergefühl und eine allgemeine Entzündungshemmung infolge unter anderem des so günstigen Einflusses auf die Darmflora. Leinsamen regt die Peristaltik und damit die Verdauungstätigkeit und Stuhlausscheidung an. Er bildet im Wasser einen heilenden gelartigen Schleim, der Gifte und auch Gase binden kann. Der Leinsamen wirkt sich überdies sehr beruhigend auf die Schleimhäute des Verdauungssystems aus und kann daher besonders bei entzündlichen Zuständen wie zum Beispiel Gastritis oder einer entzündeten Darmschleimhaut hilfreich sein. Die kleinen braunen oder goldfarbenen Samen können jedoch nicht nur Durchfall stoppen oder Blähungen vertreiben, sondern auch die Schreckgespenster des metabolischen Syndroms in die Flucht schlagen. Neben Übergewicht, Diabetes und hohen Cholesterinwerten gehört auch der Bluthochdruck zu diesem Syndrom. Denn umso höher der Alpha-Linolensäurespiegel im Blut ist, umso weiter reduziert sich der Blutdruck. Leinsamen verbessern also die Blutfette, aber ebenso können sie zur Vermeidung von Diabetes beitragen, weil sie Blutzuckerschwankungen vermeiden. Auch hat eine Studie herausgefunden, dass Leinöl die Nierenwerte verbessert. Subhanallah, um nur einige der vielen gesundheitlichen Vorteile des Leinsamens zu erwähnen. Khair inshallah. Damit wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachmachen dieser gesunden Leinsamen-Wraps, gute Gesundheit und vergesst nicht, das Video zu teilen, wenn euch dieses gefallen haben sollte. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.